Das ist ja Ja, den Key. du hast ja leider einen geilen Schatten. Krieg nicht rausgekiet. Sag mal was? Hallo, Test, Test. 1, 2, 3, habe ich Ausschlag? Ja, du hast Ausschlag. Hier? Wieso ist hier Schatten? Das ist kein Schatten. Dann frag mich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. This is Gamescom Opening Night live in Cologne, Germany at Cologne Messe. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you Ja, today. zeig die Trailer. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans. Ich glaube, sich genug Licht bei dir. Den mache ich damals auch. Ich habe hier nicht genug Licht. Das ist... A... sitze ich hier komplett im Scheinwerferlicht und B... habe ich halt noch nichts geändert. Und bei Remote Streams kriegst du da auch rausgekiet. Ja, nee, da fällt es aber nicht auf, weil da halt der Hintergrund mit dem RoughNerds-Logo ist. Wenn das nicht sauber ist, verschwindet das dahinter. Aber der... Last year's O&L will always hold a very special place in my heart because it was actually the final show of mine that my dad was able to watch. Immediately after the show, I actually had to cancel all my meetings here at Gamescom and flew back to New York to be with my dad during his final days. And sadly, as you may know, he passed away just a few days after Gamescom last year. But from his hospital bed, he did watch last year's show, and he saw all of you, and he knew how much this stage, this community meant to me. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together once again celebrating the creativity, passion, Ja, ich habe da ein Newer-Ding, da eins und hier ein Ringlicht. Ja, aber bringt ja nicht seinen Hintergrund nicht richtig ausgeleuchtet ist. Den Hintergrund ein bisschen mehr ausleuchten. Ist er komplett erleuchtet? Tonight I carry my dad's memory with me onto this Müsstest du auch in der Vorschau stage. sehen, I am ohne so den Key. grateful for all Ja, of you aber ich for sehe auch welcoming unten, dass me das back. Schatten ist. And Shocks as well, who'll be out here in just a minute. It is no secret that video games and the video game industry is changing and evolving. On one level, that's exciting, but on another, it's kind of scary. It feels like there isn't a week we don't see headlines about layoffs or studio closures. And on top of that, the larger electronic storage and memory crisis means that acquiring game hardware is more expensive than it's ever been. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward. Das bisschen Schatten müsste eigentlich ein Chroma Key auch hinkriegen. Also ich hatte damit noch nie Probleme. Das Problem ist, wenn ich den zu viel rausnehme, verschwindest du komplett. Ach was. The UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, Naja, muss doch reichen. and more. Guckt eh keiner. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. And we also have a little fun in store for you as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a new game announcement no one is expecting tonight. Jetzt kommt World From one of the Premiere world's Movie. most successful developers comes something completely different than its past titles. Please enjoy. Whence came the first entanglement? None living may now tell. In its way, the floodwaters Das ist ein spread, From Software Game? weaving calamity. Upon the silken paths, Also von Navis der took root. Optik, 10 suns rose on high. oder? Absolut. And so, as spoken of old,
the weavers came forth, yet spoke not the cause Das ist so of ein their fickes coming. Universe. The waters have ebbed, and all must rise anew. Still, the wounds of old remain. The walls held against Ui, the was ist chaos, Royoverse? yet entrapped She-Hulk. Auch möglicherweise nicht. Blot out the pyro hail once more, and you'd still not quench a millennium of hatred. Der Multiplayer, oder? How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? We are not of this land. Here it is not oaths, but lies that keep things whole. Das ist nicht. So sieht's gut aus für Monster Hunter. Absolut. Was ist wahrscheinlich noch Multiplayer, oder? Da wuselten doch immer mehrere Leute rum. Ye did unveil the divine power ye had stolen. Throne Liberty 2. Where the Und gods die wird sich eingestellt, ne? Oder so, als wenn es halt Amazon was abgegeben. An den Ja, genau, anderen. Amazon hat abgegeben. looters. Came ye to reweave this world, or seek ye some other end? Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Co-op Hoyoverse, action game, wie hieß an das? original co-op action game Hast du so in which gesagt, ne? players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Kann man auch Players nichts must vormachen. stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for O&L for the third year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Wow, thank you so much, Jeff. It is such an honor to be back here at Gamescom in my favorite city, I gotta say it, Cologne, and seeing all the fans around the world. Now, I cannot wait to see everyone's reactions to what we have in store tonight. And right now, I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. XCOM mit Rainbow Six oder was? Oh. Das ist doch aber nicht die schlechteste Idee. This is it. These tangles are in for a Ganz im surprise. Gegenteil. Take your positions, team. Breaching! 6 on station. Let's show Carries that Rainbow's back. Geil. War ja auch mit den Charakteren, also Six-Universum. Ja, die Operator. Ja, The people also ey, behind us, I've scheinbar seen ist, them bin ich before, immer für and zu they haben. must be planning Und something ich mag ja dieses ganze Send me everything you dig up on the agency bombings. There's no time to waste. Rainbow Six Ding auch. We've contacted Rainbow's former operators. Das sieht schon sehr nach. You just have to choose which ones. Kommt man ja aus. Ja, wobei ich sagen muss, dass diese Operator-Fähigkeiten sind teilweise auch ein bisschen drüber, ne? Ich meine, gut, gibt ihm natürlich ein bisschen mehr Wörter, als wenn sie es jetzt wirklich komplett realistisch machen würden, aber... Nee, gefällt mir.
We've got active hostiles all around Wie es here. aussieht, Move scheinen fast die and dieses stick to Feature cover. mit den kaputten Wänden I'm seeing increased und activity across all Umgebung halt auch channels. zu übernehmen. Want us to put Ja out more klar. fires? Na We'll gut, put jetzt out ist more es ja fires. J2 schon, ne? Und hier, wie ist das Ding? Silent Storm kannst du auch alles kaputt machen. Stimmt. Also das ist ja, damit verwenden die das Rad nicht neu. Und ich sag mal so, bei Turn-Based, das ist isometrischen Teller, ist es auch nicht so performance-intensiv wie bei Battlefield. Geil, finde ich gut. Ey, wieso den Singleplayer? Koop wäre ja wohl drin gewesen. Now in Tactics, you'll lead a squad of operators on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster Der Koop bei of 15 J-Line 2 hat doch gut operators, funktioniert. each equipped with Ja, specialized 3. gadgets, abilities, Absolut. and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Das ist ein Gears geiles of War Bühnenbild, helped ey. define a generation of Xbox. Tonight, we are returning geil, to ist ja geil Emergence Day, the day that changed Gears of War. everything. Here at Opening Night Live, we Ja, have das meine the ich. world premiere Dieses of the ganze campaign Panel da hinten trailer voll for ist Gears mit of War E-Day, including the dem first look at the Gears-Geil und locust den leader roten behind the Nebel und invasion. so. From the Coalition, Richtig geil. here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, Das stimmt doch gar nicht, das kommt doch launching auf this den PC. October. What the fuck are you? Scorch the city. Seize the surface. Bleed the ground walkers. Good to see a few more Gears made it through the night. You 4 belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion. It's a fucking war. Als Reports are still coming in, but whatever. Menschen können Locust eigentlich kaum sein. Actual monsters are coming out of the ground and ripping my people apart. And those are my Gears out there holding the line. Fall back now! How do we hold a line against an enemy that can tunnel under it? Oh, shit! We're Gears. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Cologne. Loss prepares us for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Come and get some, you goddamn grubs! There'll be no support. If you fall, we all do. We do this together, or we die together, yeah? To the end. Was? Ist ja schon bald. Ja, ich meine, das kommt für den PC. Gears of War, October 6th this year. All right, next it's time for Anata, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and mobile platforms. Danke für 3 years ago, it was Hinweis, revealed here at Gamescom with 2 massive Was sagt cities. You build your profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou. Hört man den and the Sound types of vom combat Trailer nicht, oder vehicles was? and minigames you can Doch, aber expect. Zeit nicht so And viel, yes, meint er. news on the release date as well. Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still got a bad ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Wow, it's a Nanta! Ich weiß nicht, das macht mir nichts richtig an. Das schon wieder sehen, wie ich hier Japano-Girls mit Hasenohren und Schwänzchen. Ne, das ist auch nicht mein Fall.
war es aber ehrlicherweise auch nie. Viral first. Nee, absolut Worry nicht. about rebuilding the ACD. Get big enough and the Eve workers are sure to come back. What's next? Aber es gibt ja viele, die darauf voll abfahren. Absolut. Master, you're so awesome. Master! Heat Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours to take, outsider. What's going on here? Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. What you seek is inside. Tourist spy? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. Ja, next. Obwohl ehrlicherweise gibt es eigentlich gar nichts, wo ich jetzt sagen will, darauf warte ich. Jetzt irgendwelche neuen, keine Ahnung, selbst ein neues From Software Spiel, würde ich sagen, na gut. Ich habe Elden Ring noch nicht mal durchgespielt. Geschweige denn das DLC. Nee, aber die hatten ja angekündigt, dass sie da gerade aktuell an einem weiteren Singleplayer arbeiten. Ja, das Platz trifft ja bei eingesessenen From Software Fans nicht so auf Gegenliebe. There you have it. Ananta comes out on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But yeah, Ist das eine Niederländerin? but for now, here is a new look at Silent Beziehungsweise, Hill glaub ich, Belgien. Townfall. Yeah, coming in just a month's time ja, from Konami and irgendwas Annapurna ist das. Greenburn in the UK. Genau. Das Manhunt 3? Ich bezweifle, dass es das irgendwann mal geben wird. Ja. Können wir doch machen, wenn Rockstar die Rechte, was nicht mal, können sie uns auch die Marke geben. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. Ey, wenn du es vorbestellst, kriegst du einen Gameboy. His death is your burden. Break the silence. I have to leave this island. Don't you understand? I should have known! You betrayed me! All I ever needed. Von wem ist der Song? Depeche Mode. Ja. Jaha oder so, irgendwas in der Richtung. The price we paid. It's more than I ever Ich wollte gerade sagen, es ist Plague Tale, aber ich habe da die Ratten vermisst. Aber es ist wahrscheinlich ein Prequel oder so.
Jinx. Ich wollte es auch gerade sagen. Torpedofisch. Ich frage mich, ob die Leute, die Clear Obscure gemacht haben, nochmal ein neues Spiel machen und ob die an die Erfolge anknüpfen können. Es gibt echt so Spiele, die gucke ich mir an und so und denke ich habe überhaupt keinen Urge, das zu spielen. Ja, gibt mittlerweile auch einfach zu viele Games. Ja, ist auch gut, dass da wie jedem was dabei oder so, ne? Aber ja, aber selbst wenn du aber auch geile Games hast, dann kommst ja auch meistens nicht dazu, die zu tappen, oder ein anderes geiles Game ja auch noch in der Mache ist. Oder ja, aber die willst du aber da denn, oder wenn ich gerade eben dieses Spiel da sehe, wo du mit so einem Piratenboot rumfährst und rumballerst, da juckt mich gar nichts. Ey. Nicht mal ein müdes Kribbeln in der Hose. Aber es gibt ja wieder Leute, die das toll finden. Crimson Desert ist auch nicht schlecht, aber ist halt auch zu groß. Ne? Ich wüsste nicht, wer ich dazu komme, das mal zu spielen. Gerade neulich noch dran gedacht, dass ich Anno ja eigentlich auch mal, also als wir darüber gesprochen haben, dass wir es ja so regelmäßig spielen, dass ich das auch mal ganz in Ruhe stundenlang spielen könnte, finde ich irgendwie auch keine Zeit zu. Ja, das Problem habe ich bei Satisfactory. Including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action adventure game. Hat doch hier, wie heißt die, Jennifer England? Oder English? Die von die Shadowheart auf ihre Sprechrolle bei dem Game. Da habe ich einen Bossfight gesehen, Alter, von dem Game. Das war so mega drüber. Angela Sant'Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. You have decided? Tell me the truth. Oh, Shadowheart, ne? Is there a way to fix this? Mädchen. The fog has devoured Ich hab die Stimme nicht so more. And now it is tearing Avalon apart. Frevel. Arthur was the only Ungläubiger. one who could control the fog. Until you. Until me. Ich spricht auch eine Rolle bei Clear Obscure. But if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Guinevere. Teach me. Also, dass da so wenig Frames sind. Ich habe gerade gefragt, beim Summer Games Fest gab es auch stellenweise hochlade Übertragung. Ja, ich meine, gerade bei so einem krassen Action-Game, wo es richtig fließende Bewegungen und krasse Kampfanimationen gibt, da willst du natürlich keine Framerate eigentlich haben. Oh ne, sowas kann ich ja gar nicht leiden. Fahrzeugpassage. Das war's? Okay.
Das war mal ein Häppchen. That looks absolutely beautiful. And if you're interested in wishlisting and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom Steam page. And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Alessandro. Games, Alessandro Durando. Sí, señor. Das ist übrigens Alessandro. Gut, dass du das sagst. Ich wär nicht drauf wird man ja auch in der Bauchbinde eingeblendet. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. Da. Alessandro Durando. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song. Das ist so ein Arzi-Fazi-Game. Ja, der Artstyle sieht schon nice aus. Hier so Kugeln. Er sitzt ja in der Box. Ich finde es sehr gut, dass es solche Games gibt. Die halt auch, also dass Games so viele Facetten haben oder so, aber ne. Ne. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. Mega Man hat damals eigentlich schon eine ganz coole Mechanik, ne? Dass du, wenn du die Bosse in einer bestimmten Reihenfolge gemacht hast und dann die Fähigkeiten der Bosse gekriegt hast, dass andere Bosse leichter waren, aber ich war früher so schlecht in Games, ey. Ich überlege, wie weit wir damals das hat sich nicht geändert. Ja, doch. Aber wenn ich überlege, wie wir auf diesem Automaten von Contra damals bei hier MacDuck versagt haben, ey. Nicht mehr das erste Level geschafft. Ja, immer nur zu dieser Dings gekommen, ne? Zu der Passage, wo dann von hinten gezeigt ist und dann halt die Räumlichkeiten läuft. Ja, maximal. Ja. Meistens haben wir ja nicht mal diese komische Wand am Anfang kaputt gekriegt, wo schon wieder das ganze Budget verballert. Aber Mega Man. Das ist Mega Man Nintendo, oder? Doch kein Sega-Franchise, oder? Das gab's doch noch so auf dem NES? Ja, klar, also auf dem Game Boy und NES gab's das. Aber stimmt. Ob das jetzt ein reines Nintendo-Gedöns ist, weiß ich gar nicht. Na super. Little something extra. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year.
Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game. Gute Jump Now Runs, brought to life aber with stunning 3D visuals, new story content, and an all-new sixth realm to explore. ich spiele plus lieber fully voiced Metroidvania. cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Alter, ich werde viel zu viel von dem ganzen Gerödel im Hintergrund abgelenkt. Ich will gar nicht checken, wo ich hin müsste. Ja, das ist, hier ist echt eine ganze Menge los. Aber wir sind seit Pitfall ganz schön weit gekommen, ne? Findest du? Ja, oder wie ist das? Jungle Hunt? Dieses Atari-Game, wo man über Krokodile hüpfen musste. Finde ich immer noch scheiße, dass dieses Rainbow Six Tactics kein Koop hat. Here in Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the music of Mugenics for the first time anywhere. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess let's just watch a trailer. Ministry. Okay. Ministry als Musik drunter legen. Okay. Das ist ein Extraction-Shooter. Wirkt irgendwie, ne? Oder Battle Royale, irgendwas in der Richtung. PUBG, okay. Einer klatscht. Er hat sich verstanden, der da klatscht. Explore breathtaking, strange worlds. Make a friend who'd work for you. Das ist schon wieder. And build your dream home together. You've changed. But that's okay. Ah, okay. Once human, jump in today. Prodigy. Das ist dieses neue Control Game. Ein geiles Lied. Ja, ist auch, also der Trailer mit der Musik und den Visuals macht was her. Also ein Artifazi-Game. Raff ich wieder nicht. Was aus dem guten Befrei die Prinzessin vom Drachen aus der Burg geworden? Ich hab schon geholfen. Sagt der. Was lebt.
Control vermochte mich jetzt ja nicht so richtig abzuholen. Control war ja eher so ein Shooter. Das hier sieht ja tatsächlich eher so ein bisschen aus wie Devil May Cry. Ne? Wie so ein Dantes Inferno. Ja. Dantes Inferno war ja so ein God of War 3 Rip-Off. War aber fand ich aber fast besser als God of War 3. Das ist Daywalker. Oder Bloodwalker. Dawnwalker, oder? Der muss Walker. Johnny Walker. Das ist der beste Walker. Das könnte Dawnwalker sein. Oh God. No, please, no. I gave you a blessing. Ist Dawnwalker. I hope you enjoy my gift. Was ist eigentlich? Action-RPG? Oder ein wirkliches RPG? But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night. Day after day. Now strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes far. Your every step leads to crossroads. All that remains is for you to choose. Help me, please. So sorry. No. Very well then. Let's begin. The Blood of Johnny Walker. 3. September, das ist ja übermorgen. Fast. Welcome back, everybody, to Gamescom Opening Night live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm Die kommt aus Niederlanden, ne? this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones: War for Westeros, from Australia's Playside Studios. The Iron Throne stands empty. Ist das ein RTS? Okay. Das hätte ich auch nicht gedacht. Kann man auch House Bolton spielen und Leute häuten? Die Drachen, wie hießen die noch? Bei Core, diese Mega-Einheit. Ja, die Drachen. Wie hieß der noch? Stimmt. Game of Thrones. War Wer entwickelt das? Haben wir es gesehen? Westeros. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one. So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. Wunder. Das ist aber Koop. Von Ruiner 2 hat man auch noch nicht so viel gesehen. Ne? Ja, aber das hatte ja Koop. Ruiner 2 soll ja Koop haben, ja. Genau. Das total ja nicht. Wie hieß das? The Descent oder so? Haben wir ja auch noch nicht wirklich weiter gespielt. The Ascent? Ascent. Hält.
begins, but the old shadows. Schauen wir mal. Searching for a pulse. Bühne kaputt. Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. You are no longer playing. You are logged in. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Scheiße. Welcome indeed, that's right. Gamescom Nur ein has bisschen Werbung in officially Eigensache. started now. Let's go. Das ist eine Warnung And in now eigener we Sache. turn to Exodus, Achtung, Gerald. a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast, set in a new, far-future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Ja, stimmt. Was ist das? Würfel der Das oder? Game von Wizard of the Coast. Die? Nee, ich glaube nicht. Nein, aber Wizards of the Coast haben ja D&D gemacht. Das stimmt. Das gehört denen. Das sind auch eher Arschlöcher. Bis auf so ein Mass Effect. I hunt, you pay. This is agreed. Well, that answers that. But hey, we're getting to know each other. You local to Persepolis? Or you from somewhere else? Somewhere else. Ein RPG-Shooter mit diesem Ringmenü ist echt krass an Mass Effect. You have a most impressive reputation. Die Leute hätten auch schon Bock auf Mass Effect. Ja, ich muss den zweiten Teil noch weiter spielen. Ich bin mal in dieser Remastered-Version angefangen und das war auch echt gut. Sowas von Expanse. Da war BioWare ja auch noch richtig gut. Ja. Und dann noch lange gezehrt von dem wegen solcher Games. Ja, ist halt, ne? Irgendwann ist halt nur noch ein Name, wenn die ganze Belegschaft darunter getauscht wurde, ist es auch nichts mehr wert, wie es heißt. Ist ja nicht wieder Blizzard. Time is our great enemy. Also eine Krake mit einem Exosuit. Okay. Ich denke, das hast du so mit am schnell zusammengefasst. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw. Long awaited. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich unbedingt wissen wollte, wann es rauskommt. Extended first look at the gameplay for the upcoming Warlock Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada.
please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Geil, Maggie Maggie kommt wohl. Robertson. Geil, Maggie. Wer war das auch ist? Maggie. Wieder. Maggie Robertson. Müssen wir entölt werden. Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Hallo Maggie. Yeah! All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, that pact is made with Tasha, an ancient witch queen, and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Ach, ihr könnt ja eh nicht gegen Baldur's Gate 3 anstinken. Könnt einpacken. Einpacken sie können. Einpacken. Gepackt. Ist das Tascha? Not the one that matters. Can you not Oh, die Warlock-Klasse in D&D ist geil. Ist das Tascha? More. You still think this is your quest? I have seen. Nur wer von den beiden ist Tascha? Rechts? Die linke. Mit dem Krähenfuß im Gesicht? Genau. Das weißt du nicht. Ich glaube, die andere ist es. Zack. Auge. Das ist Tascha. Raw magic. Nein, Tascha ist doch der Dämon, oder nicht? Ist in Game, ja, ne? Find raw magic. Auch weniger mächtig. Ach, das ist der Imp hier, Familie, ne? Hatte ich die nicht mit bei Baldur's Gate 3 auch? Da hatten wir welche, ja. Bin ich der Meinung. Aber ich glaube bei Division... Ne, Divinity 2 hatten wir, glaube ich, deutlich mehr davon gehabt. Okay. Yes. Der Stream steht. Okay. Es geht weiter. Steht wenigstens irgendwas. Wer ist der? Skip, watch out. I see it. Bisschen viel Zeitlupe. Jetzt getauscht für Urgott oder was? Sie hat den Beholder mal schön verarscht. Ja, aber die Frage ist halt, ich meine, es ist ja immer witzig, sowas zu präsentieren. Aber ob sich das wirklich... Sag mal! Spielzeit 20 Stunden mit Slow-Mo 40. Bier-Slow-Mo. 10 Warlocks die Welt in Zeitlupe, oder was? Wie eine Fliege. Erstmal kochen. Ein Augabel. Omega 3. Was man da alles am Start hat, ne? Da die Zeit anhalten kann, hat es ja auch nicht eigentlich. Warum hat sie jetzt schlecht Wetter gemacht?
Jetzt Zauber dann mehr Damage machen, oder? Also, Elektrizität, okay. Aber er fehlt doch Bums, oder nicht? Gerade mit den Blitzen da oder so, da hätte ich eigentlich mehr Kavum erwartet. Kapau. Skidoosh. Genau. Der wuchs die Fingergriff. Da haben wir ja mal her. Er fehlt doch was, oder nee? Warlock kann alles spawnen, was sie braucht. Das Schwert in ihm hat nicht gereicht, da muss man nochmal ein bisschen Druck machen. Der Combat von Mortal Shell 2 soll ja saftig sein, ne? Ja. Soll sich ja gut anfühlen. Macht's auf jeden Fall. Deutlich besser als beim ersten Teil. Na, ich meine, bei so einem Game, wo das Core-Gameplay ist, sollte das auch gut funktionieren, ne? Hier ist ja beim ersten Teil im Grunde so auch schon in Ordnung. Es wirkt nur halt relativ zäh, das war das Ding. Guck mal, das sind diese Tentakel, die ich immer bei Baldur's Gate 3 gecastet habe. Da ist die Frage, sind das so eine typische That was Spells von absolutely einem amazing. Warlock And now it is time for the announcement of Naja, a wenn es brand ein new D&D game Spiel ist, inspired by wo du einen Warlock 1001 spielst, werden sie höchstwahrscheinlich Flying auch an den carpets, Fähigkeiten colossal bosses, and more. des Pen and It comes from the Paper new NBC Game Regelwerks Studio, which is debuting this game on the gehalten Gamescom haben. show Wobei floor. Here's es da 3 verschiedene 1001 Ausrichtungen gibt. Threads of Mizan. Come close, and I will tell you a tale of two worlds at war. Wie die Teppiche, oder? Ist das Prince of Set Persia? ablaze by a smokeless Princess of Persia? flame and fueled by those called to fight. Desert Surfers? Sahara Surfers? Whispers on the desert wind come from those who denke, wir are werden Teppiche, ne? Ne, oh, mach raus. Dann werden wir das nie rausfinden. the Jinn. Also richtig düstere, blutige Games traut sich kaum einer ran, oder? Jinn flourished, united until betrayal split their worlds apart. Games zu programmieren oder zu entwickeln. Is thinning. Two worlds So AAA ist halt arschteuer. wage a war of vengeance. Aber hindern die Leute ja nicht daran, trotzdem krass am Markt vorbeizuentwickeln. Mit Concord und Co. Ja, das andere noch. Bei Gewalt sind sie da halt auch anderer Meinung. Many Das wollen sie ja doch nicht stories riskieren. remain Ja. untold. Wie To ist das avoid andere noch? destruction, we have Irgendwas mit but Guard. one Die, war das nicht die Apex Legends machen? So listen, heed my words. This story begins with you. Danke. Jawohl. Da muss man sagen, ja, die Gesichtsanimationen sind mittlerweile auch richtig gut geworden. Ja. Kannst echt Ja, wir sind weit gekommen. Ja. I'll leave it to you Schon wieder Manga-Style. to make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth.
Not even the purists. Wie ist jetzt dieser komische Shooter, der eingestellt wurde? Highguard, ne? Dieser Helden-Shooter meinst du? Highguard? Ja, stimmt. War auf jeden Fall so ein Ding, was irgendwie gefühlt ganz kurz da war. Was haben wir hier für ein Gameplay? Oh Mann, ey, diese ganzen Manga-Liesen, ey. It's just as you surmised. The Wie ich diese riesen clue Augen schon is in sehe, that ey. cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? I don't know, man. Die Sonne? Sieht ziemlich wie ein Monster Hunter aus. Ne, ist es nicht. Doch. Ne. Ist ja offenbar ein Mobile, ne? Wie kommst du darauf? Im App Store und Google Play? Ja, weil der Rahmen aussah wie ein Handy. Returning to the legendary Metro series and a very special developer. You guys don't have phones? Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of Is this 2039 an has out of truly season been a April challenge Fool? to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of perseverance to create Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block, der macht John diese Steaks, Block ne? and Pavel Umer from 4A Games. Metro? Ist das ein neuen Metro-Teil geben? Ist das ein ukrainisches Studio? Nee, die Stalker gemacht haben, das waren Ukrainer. Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive, the cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's Kommen ursprünglich aus Ukraine, sind dann aber als Vladi kam, in 2014 sind die schon abgehauen nach Malta, als es mit der Krim losging. Wohlweislich. Creating a game this dark requires a lot of Richtige passion, Entscheidung. discipline, and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support and love for this world has stayed with us through every stage of development, which was pretty rough, trust me. Jetzt sag We her. can't wait to Sag share her den more Lachs. tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Aussetzen. Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey, one that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next.
Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! Stimmt doch gar nicht. Die sind in Malta. Oh, die Bilder auf Ukraine, ja. What brought you here? I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. Erinnert halt aber auch schon echt stark an Stalker, ne? Oh, spricht mich ja. Boah, ein Metro-Spiel schon mal gespielt. But this... Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorite. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. Weg mal. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? Ja. Bin interessiert. Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Hey! Stop! Tired of sneaking around just to feel good? Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? I got Eat a more sizzle. More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his... Das war ein Hit, eine weitere Mission. Du hast es erkannt am Barcode. Ja, das stimmt, der Sprecher. I hope you're feeling hungry, 47. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet-ass DJs. Dann bringt der da alles um. Van Damme hat er auch schon umgebracht. The Dogfather now coming to Hitman. Ich weiß gar Next up, nicht, the Eminem hat er sky letztes is Mal no gehabt. longer the limit from NC. This is Ion 2. Das ist eigentlich nur so sequel to Ion, eine zeitlich limitierte Geschichte. MMO built around aerial combat on a massive scale. It launches October 5th this year. Ja. Ich kann sagen, das ist nicht der Guild Wars 2. Wenn, dann Guild Wars 3. Stimmt.
sehr Japano aus, ne? Oder asiatisch. Atrea? Ist ja nicht Atreu? Aeon. Okay, Aeon 2. Irgendjemand Aeon 1 gespielt in dieser Welt? Das war die Kiste, wenn er dass sie fliegen konnten, ne? You have no idea how beautiful America was. Ist Mad Max? I believed in her promise, dreamt her dream. Stimmt, das müsste dir eigentlich gefallen. Das soll so ein 4x sein, Endzeit. Into warring tribes. Survivors like your people. I know your kind. You think you'll survive. Endzeit-Setting finde ich grundsätzlich gut, aber das sind 4x. Rediscover the lost technology of the old world. Also das soll halt sowas, ne? Das hat einer mal gesagt, oder gehört, das soll halt so Civilization trifft Fallout. Words fail. Might becomes the law. Ancient powers divide this land, and their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe? At the end of all things, only Paradox, one dream survives. Ja, wo ich mal Gameplay zeigen kann. Von irgend so komischen Manga-Japano-Quatsch kriegt man für stundenlang Gameplay, aber davon nicht aus. Ich will ausflippen. Viel zu einseitig. Das ist ja schon wieder Hoyoverse. Das ist echt so krass. Wer hat die Ruhe, um solche Spiele zu spielen? Absolute Fans, ne? Ich Wahnsinn, ey. Die Ruhe hätte ich auch gern. That was Petit Planet, a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors. Shucks, you gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official Spiel ist website. Dauergrenze, Plus, the ne? final beta test will be coming soon. Awesome. Yes. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. Yes. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon performing Guillotina. Yes. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine. We'll be divine. My paws remain
My claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come, let me play. Don't run away. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I'm coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the light. Stop running for a minute. We can finally find infinity. Together we can win all this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you confound me with your endless run around. It's more than I can bear. You run, but in the end, I think you like this little game of hide and seek. But when I find you, you won't even know your name. You run, but you don't mean it. You're afraid I'll be too good. In all the love you've had, you never had it like you should. Divine. My calls were made for you. My claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come run away. Come let me play. I'll have my way with you, and when I'm done, you'll say I slay. I am coming for you tonight. I'm ready. Shut the door, turn out the lights. Lie down upon my table, don't get up. You won't be able. Deep tissue is not the issue, it's the needles I adore. Acupuncture at its best, you'll be defunct. You need a rest, an addict. I assure you, you'll be back for more. You run, but in your heart, you know it's destiny. I'll win. You're slowing down, you're losing steam. I'll notify your last. Can you run, but I run faster, and there's nothing you can do. 'Cause everywhere you turn up, you know who. Give it up for these guys. Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Eugenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of O&L. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. Das könnte mal interessant werden. Das kann man, glaube ich, das konnte man nicht jetzt, soll man jetzt, glaube ich, zu viert spielen können. Das können wir als den ersten Teil nur zu dritt spielen? Ja. Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das limitiert war auf 3. Ja, aber so ein Game muss irgendwo auch eine Langzeitmotivation bieten, ne? Und Progress. Okay, direkt raus. I once promised I would tell you everything about your mother. This is that story. Straight 2. She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself.
Dings, glaube ich, hier Assassin's Creed, ne? Everything she did. Everything she sacrificed. Was to spare you from the nightmare we endured. Ja, dieses Hexenspiel. Ja. Assassin's Creed Blair Witch Project Crossover. Emanated from her. Like nothing I'd seen before. Beautiful. And terrifying. My greatest ally. And the start. Obwohl, nee, die haben ja letztens schon bei Summer Games Fest einen Trailer gesehen mit Texten. Der sah aus, so genau. バーボンによって午前4時を回っても覚めない夢。Ja, der Beat. Michael Hero, geiler Name. Hero und Boba von Forrest Gump. 数十年しか生きていない小アッパどもがアニメが幼稚だと。今日はじいさんが家にいて明日はいない。この国は一体どうなることか。これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか。Das für Google, dann kann er das Euro-Truck-Simulator spielen. Old Kings. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. The experts at IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares. So, du hast recht. Bei ins Fireteam Elite 2 wird die Spieleranzahl von 3 auf 4 erhöht. Und die Nutzerrezension ist bei 439 größtenteils negativ. Alles klar. Wir gehen rein. In den Warenkorb. Was soll's? Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour. Built by veterans of the original music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour.
Mötley Das ist Crüe? schon mal gute Mucke, Alter. Der Mötley Crüe oder nicht? Ja, habe ich 13, 14 gehört. Das ist jetzt die Evolution von Guitar Hero, oder? Ja, da gibt es aber auch neue Hardware zu gezeigt. Neue Gitarre. Nicht kompatibel mit den alten, Mann. Keine Ahnung. Kommt die nicht aus den Niederlanden? I always wanted to be a rock star. Maybe Nee, Belgien. Ich würde auch next sagen. year, Sega's classic game So, Crazy so weg. Taxi is coming back with an all-new installment. And right now, we have the Wofür? multiplayer Wovon? reveal. Was soll das denn sein? Das ist ein seriöses Taxispiel. Ein seriöser Taxisimulator. Also der Hamburg fährt man auf jeden Fall so ein Taxi. Ja, ich habe heute einen Clip von Zavex gesehen, wo er erzählt hat, dass irgendwie echt irgendwelche Leute im GTA Roleplay 8 Stunden in dem Burgerladen da gearbeitet haben. Dass die dann nach ihrem echten Job, die dann haben sich da eingeloggt und haben dann 8 Stunden in den Burgerladen. Also. Oh, was? Xenia continue to wage war against the human race. Our only hope, the order of the Turok. Mystical guardians armed with enhanced abilities. The war has moved to the Lost Lands. Klang gerade so, aber passt doch zu den Dinos. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash the means of humanity's destruction. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. Die auch stark weiterentwickelt. Es gab, glaube ich, schon mal ein Remake oder so Richtung. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Krass. Was für Kasi. Ja, gerade dran gedacht. Pretty awesome, huh? And right now, we Schön are den ersten excited Teil to auf dem share with N64 you gelandet. debut War game geil. from Octopus Panic, a 7-person Damals independent ein Seeholz studio noch. founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out. Koop. All right, Grabhounds, welcome to the other side of the galaxy. Welcome to Ja, your first der ship. Bulldogge. Geil. Remember, every resource gets us one step closer to home.
Kein Frenchie ohne mich. Sah jetzt gerade nicht danach aus. Wahrscheinlich weil Bulldog und Frenchie doch zu nah beieinander sind. Warum haben sie denn keinen Frenchie gemacht? And watch out for the wildlife. Try not to die. Let's go! Uh-oh. Later! Okay, this is becoming a problem. You gotta be kidding me. Also Tower Galactic, ne? Kein Schlüssel. Gruffhounds, okay. Gruffhounds, haben wir das auf Steam? That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where everything just clicks. Sieht irgendwie aus wie Lego. Kommst du da drauf? Kostet eine Riesenkrake, ist das Lego ähnlich Cthulhu Lovecraft Crossover? Ja, das ist wie Lego Sims. Göttliches Wasser. Lego Skylines. Okay. Transport Tycoon 5000. Okay, Transport 4.3. Forward into the next shift and a brand new line of work. Into the places no one else touches. And into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hottest zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Wenn ich Art oder Game Director wäre, ich würde die Leute auf VFX-Team total nerven. Willst du einfach mehr Bums dran haben? Ja, genau. Ich würde immer wieder... Nee, mehr Punch, mehr Power. Das muss weg, mehr Kapau. The toughest crew on the contract. The last ones to leave the worksite. The only crew that gets paid for bisschen was von Helldivers, oder? This is Exterminate. Punch in, clean up, get paid. Das Kammerjäger oder was? Ja, irgendwie sowas. Jetzt wirkt das wirklich ein bisschen wie Helldivers. But in the world, it is taken. Pass of Exile? Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Pass of Exile oder Diablo. Ich glaube, es ist der Pass of Exile. Irgendwie neues Add-on oder was. Neue Klasse, ne? Die Gladiator. Küchenchef. Casey Ryback.
what I am owed. Ich glaube, es ist Diablo. Nee. Alter Vater! Alter Vater! Wann wollten die das eigentlich raushauen? Im April? Full Release, Alter, 1.0. Wer hätte das gedacht? Naja, aber ich meine, ich finde es ja richtig gut, dass die haben das ganze Endgame noch umgebaut, ne? Und ich meine, so kann man doch hier, so benutzt man doch hier, wie heißt es? Early Access. Turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. The great king of Erathia is dead. And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Erathia must not fall to its enemies! Let us repay them by Heroes of Might and Magic finde ich eigentlich ganz cool, aber das Kampfsystem schmeckt mir nicht so. Ich weiß immer nicht, was das soll, dass hier immer so hier Remake, hier Reboot, hier... Wie heißt das noch? Ein weiser Mann hat mal gesagt, AAA-Entwicklung ist zu teuer für Risiko. Das ist ja auch so. Ja, das ist doch deine Antwort. Ja, aber es ist ja nicht so, dass sie nicht die ganzen Studios sowieso schließen und 1000 Leute irgendwie entlassen haben. Sie jetzt genug Kohle und können wieder was Neues versuchen. So funktioniert es nicht mehr. Aber wirklich, also ich finde den Combat von Heroes auf X-Foots irgendwie so ein bisschen... Ja, aber ist ja auch Turn-Based, deswegen. Ja, aber es ist immer, stehen die ja gegenüber und dann hast du Angriff, Gegenangriff, irgendwie so. Es hat so Age of Wonders, also ist viel komplexer. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Wobei ich glaube, das ist einer der besten Teile, ne? Heroes Home 3. Ich glaube, ich sogar mal angefangen, das Original zu spielen, von Gok oder so. Also die das damals 98 gekauft? Irgendein Heroes of Might and Magic Teil? Nee, das wie... Und ich hatte mir damals links hier Frankreich 98 von FIFA gekauft. Ja. Ich hatte so ein Ding. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Das war aber nicht Home. Please join me in welcoming a special guest who knows this firsthand, co-owner and business director Ashley Farkas of Games Done Quick. Das ist Games Done Quick, so ein Speedrun-Ding-Firmen hier, Charity, ne? Ja. Hello Ashley. Guck Felix aber ganz gerne. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shocks. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are thrilled to bring our live event to Europe for the first time right here at Gamescom. Every donation and sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative that supports social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. What a great example of how gaming can give back. Ashley, why do you think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves. And they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared Gaming purpose is the Alter. foundation for everything. Individueller geht's nicht. This empowers the community and helps players Geilste advocate Menschen. for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize
just how powerful it already is. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, or creator collaborations. We're always looking for new ways to connect gaming with causes that matter, and our goal is turning our passion into change that lasts beyond the games we play. That's a great point. And of course, I have to ask, are there any more examples right here at Gamescom? Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Die kommt aus Holland, die kann hier Deutsch. Médecins Sans Frontières, joining this community together for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Das ist Geoff. Jeff. Thank you, Shocks and Ashley. Jeff. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber-grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. Das sind die Entwickler von Ascent oder was? Bleiben in ihrem Kosmos. Wechseln jetzt das Genre zu FPS. Ist das No Law oder was? Das sah irgendwie ganz interessant aus. Was? No Law. Was ist das? Das sah nicht ganz interessant aus. Das hat Games Summerfans, glaube ich, haben wir es gesehen. Was ist das, wo Dings die Mucke hier McGordon Mucke für gemacht hat? Kann sein, ja, das ist so. Ich weiß nicht, Cyberpunk und Schießen ist ja nicht so deins. Nee, gar nicht. He's a ghost. Bulldozer. Pacifist. Tactician. Artist. Ja, sieht schon ziemlich nach No Law aus. Ja, weiß ich nicht. Alles klar, Mann. Wir nehmen jetzt. Oh Gott, die Schöne und das Biest, das Spiel, oder was? Ja, so das nach dem nächsten Hero-Shooter, whatever. LOL verschwindet, keine Ahnung, was Guck mal, wieder liest auch dabei. Und 6 Zeta. Meter. 나는 그날의 공기를 기억한다. 세계의 운명이 뒤바뀐 Resident Evil. 그날을. Oder Silent. Oder Cinder City. 시공간을 찍고 나타난 Für Cinder City hatte ich ja immer vorgeschlagen. 전 세계가 숨을 멈춘. Gibt es echt Schreibmaschinen, die so japanesische Zeichen 시간을 machen? 건너온 세 명의 사도들은 Aber müssen die Wenn es ja gezeigt wird, wird es wohl sowas gegeben haben. Stimmt, das ist ja eine authentische Aufnahme. Genau, Wie das mit ist ja dem Typen real. mit den ganzen Drähten am Kopf. Das sind ja authentische Dokumentationsaufnahmen. Aber müssen die denn nicht theoretisch, müssen die Schreibmaschine nicht theoretisch dann von unten nach oben laufen? Du stellst so viele Fragen, Digga. Du wirst unbequem. Das Monster der vielen Namen.
Wie gesagt, wenn es ja drin verstanden hatte, ist das halt so ein bisschen Extraction, ein bisschen Shooter-like mit irgendwelchen komischen magischen Waffen, die werden natürlich gelöst. Und Schreibmaschinen aber auch. Und auch Schreibmaschinen. Ja, aber das Ingame sah irgendwie eher so mittel aus. Ja, deswegen zeigen sie es auch nicht. Ui. Es sind noch 19 Minuten. Es wird Zeit, die Banger rauszukramen. Ja, wird langsam echt Zeit, ne? And now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments the game nee, das hatten die ja schon angekündigt. as the rest of the narrative. Manchmal komme ich mir so vor wie damals bei MTV Headbangers Ballroom. Musste ich mir auch Musikvideos von Bands angucken, die scheiße. Verdammte Live-Übertragung. Frictional Games haben die ja noch gemacht. Word of caution, Cromie's experiments can be active right now. Delicate stuff. Hey, please! I need to talk to you! That's it. Schlechter Kabel. Hello? Oh, thank the fates. Da beißt die Maus keinen Faden ab. What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to. Ja, falsches Dings rausgezogen. Hoppala. Ah, okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! Hä? Okay. Was ist das schon wieder? Alter. So ein Fiebertraum. Ach komm. Okay, Inscription soll ja gut sein. Das habe ich immer von den RoughNerds Account gekauft, aber noch nie gespielt. Alter, ich habe nur Fragezeichen im Kopf. Sag mir, dass es dir nicht anders geht. Ja. What the f... What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Pony Island Panda 1 Circus, geworden. described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that. Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses too. Witness the wild world of Zoopunk. Findest du es nicht auch immer geil, wenn du in dem Spiel Tiere spielen kannst? So ein Nashorn, Chipmunk. Ready? Oder ein Hase. Let's go save the world. No. So gar nicht. Man muss sagen, die Grafik ist schon ziemlich krass. Da war doch gerade eben die Frage. Was? Das Kanickel, das erinnert mich gerade an ein altes Samurai-Spiel auf dem C64, wurde von der Seite.
Ja, das ist so ein ist glaube ich sogar ein Comic. Wie hat man Manga. Usagi Yuimbo oder so. Ja, die Haare sind zusammengebunden. Musik war geil. Partisans, stand united. Two arms. Hand over the spark! Come and get me! This, the hope of the world. Gegen Ratten oder was? Don't mind the faded decor, just ignore the pain. This place was full of glamour, but Naja. Ey, ganz ehrlich, wenn du sowas spielst, müsste deine Bude sowas von Picobello sein. Warum solltest du sonst in-game aufräumen, deine Wohnung aufzuräumen? Glaub mir, so ist es nicht. Genau. In den Spielen habe ich auch immer zig Kisten, alles durchsortiert, alles da, wo es hingehört. Glaub mir, in meiner Bude ist das definitiv nicht der Fall. Versuch's eigentlich schon, alles zu sortieren. Aber ich spiele doch keine Aufräumspiele. Ist Ursula von der Leyen hier? Zweite von links? Könnte sein, ja. Yes, That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation game from Bristol, England-based Friday, Sunday. We have some big Lovecraftian reveals still to renovator. come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer Creature Collecting, ja, bin ich auch. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Das ist ein Insta-Buy. Creature Collecting, so wie hier ist das Pokémon da. Pervert. Alter. Bei WoW fand ich mit den Haustierchen stellenweise ganz witzig. Ja, das war ja auch eher nur so ein kleines Ding. Also, ich meine, klar, hatte schon einen gewissen Umfang, aber es war nicht komplett nur das Gameplay. Und das war's? Vorgänger Drohne. Reicht. Los, Peter. 1942. China gegen die Japaner oder was? Oder gegen wen denn noch gekämpft? Auch gegen die Amis. Die Chinesen? Soll Chinesen sein? Ja, stand ja was von China. Achso, ne, dann dürfte das ja Japan sein. Es war also, wie nichtssagend hätten sie es gerne. Das hier ist der Ruderboot-Simulator 2000. Das wird das Spiel, deswegen gab es nur der Teaser dazu. Da hat er eine Stöpsel gezogen. Okay. Das Problem ist, dass diese Monster-Todklick-Orgien, Hack-and-Slay-Dinger, verlegen uns so schnell dieses Interesse dran. Ja, vor allem, weil du halt den Bossfights ja erstmal brauchst, bevor du da hinkommst, und muss ich halt endlich durch Horden klicken und einen Scheiß. Das finde ich wenig motivierend.
merkst du selber auch gerade bei Titan Quest 2, also da haben wir auch nicht großartig wieder weiter gespielt. Ich hab jetzt wieder das 3. Kapitel angefangen von 4. Macht schon Laune, aber wie gesagt, das ist ja trotzdem nicht viel. Aber Hack and Slay. Ja genau, das ist halt so. Und das ist halt, die Pass of Exile ist ja auch geil, also, aber das ist ja immer so. Oh. Ist das Finals oder? Ne, das ist von NC, ne? Wie heißt die Bude, die Finals und Arc Raiders gemacht hat? Keine Ahnung. Da waren ein paar Leute von DICE mit bei, ne? Ich glaube sogar dieser Sonderlund, der damals bei DICE. Irgendein Art Director oder so von Arma ist jetzt gewechselt zum Madfinger Games. Also die Great One. Bin mir jetzt immer nicht sicher, was daraus werden soll. Ja gut. Arma ist ja trotz allem noch. Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. Ah, das ist echt 8 Minuten Final Fantasy oder so. Ja, hatten sie die schon beim Game Summer Fest, oder Summer Games Fest? Da war der Rausch da gewesen, hat das vorgestellt, oder nicht? Das war auf jeden Fall ein Typ, der so ähnlich aussah. My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Thank you. Thank you. It's great to be back at the Raiders game ist nur noch ausgeglichen. to give you a Embark, glimpse genau. what my team is working on. What will you see in this brand exclusive trailer, so-called Ich hatte mich ja mit der KI darüber unterhalten, wie ich, ob ich und so weiter mit Final Fantasy mal anfangen sollte. Mit diesem ganzen Remake, mit der ganzen Remake-Reihe oder so. Aber ich hatte ja von diesem Spin-off bei Final Fantasy, das so ein bisschen düsterer ist, ein bisschen actionlastiger. Ich habe die Demo gespielt. Mir erstmal ein Square Enix Konto für einrichten musste, anlegen musste für eine scheiß Demo. Da war ich schon wieder sauer. Naja. Auf jeden Fall, Alter, keine Ahnung. Der Controller lag so viel Zeit neben mir. Guck die ganze Zeit nur irgendwie Stimmchen. Es gibt für mich nur ein Final Fantasy, das ist Final Fantasy Legends. Final Fantasy Tactics ist auch geil. By the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities Das andere hat einfach viel zu viel Cutscenes für meinen Geschmack. Ist das jetzt Raketen oder Bomben? And show heaven and earth that it is we who reign supreme. Das sind Raketen im Körper einer Bombe. So Raketen, die sich als Bomben identifizieren. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors, but I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. We fight. Guck mal, wie das Slow-Mo drin vor. Aber Chocobos sind auch da. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Überhaupt nichts getroffen. We'll finish this together. Ich wünschte... Und das ist jetzt der letzte von den dreien, oder was, ne? So.
Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. The game comes out next spring for all platforms at the same time. All right, we have one last game for you tonight at ONL, an update on a legendary RPG franchise won Game of the Year at the Game Awards way back in 2015. Das ist Bühne ja dafür, dass Machst du nix. Ich meine, das ist ein gutes Spiel. Hat lange gedauert, bis ich damit warm geworden bin, aber als ich es mal Zeit lang gespielt habe. Was das gibt. Oh! Das ist. Oh! 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 Ha! Was sagst du dazu? Oh! Das... Geil! Das ist ja richtig geil, aber ich habe das ja nie weit gespielt. Aber jetzt kriege ich hier das richtig dicke... Fotomodus, da habe ich hier ewig drauf gewartet. Aber da kriege ich richtig die verbesserte Packung. Na, guck mal. Und dann auch noch die Expansions dabei. Na. Na gut. Ja gut, aber ach, guck mal. Krieg ich sogar kostenlos. Oh. So, verstanden. Free Upgrade für alle hier, die das schon haben. Ich habe das ja. Ja. September 29 ist doch noch ewig hin. Ich hoffe mal, sie verkacken das nicht. Ne? Es gibt ja auch Remakes, die richtig scheiße sind. So, habe ich was verpasst? Ja, es gibt einen Final Fantasy Film, Spiel. Wann hat er das geschrieben? Ansonsten tendenziell, nee. Nichts Neues zu Project Zomboid. So, Witcher 3 gibt es jetzt remastered. Oder was heißt jetzt? Ende September. Ja. Dann werde ich es auf jeden Fall spielen. Auch wenn ich von vorne anfangen muss. Aber so weit war ich ja noch nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum genau, Willi das gibt hier als erstes, wir hatten Rainbow Six Tactics. Zweites Spiel, glaube ich. Zweite? Okay. Das erste war dieses komische Spiel, wo wir dachten, von From Software. Miles? Ach, guck mal. All right, Miles, you brought down the house with that news of the free remastered. This is definitely a surprise. It's coming out in just a month, September 29th. Zu Cyberpunk. PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? It's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yep. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. And what I like a lot, verstehe ich nicht, wieso Günni das immer noch weiterspielt, immer wieder spielt. Kann mir gar nicht vorstellen, dass es so viel Wiederspielwert hat. We completely revamped the ability system to give players more options. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself. A new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this?
Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenser. And here we are today. Wow. Well, that's so cool. Now, you mentioned obviously Geralt's back, but he has a new weapon. It looks like in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah. So this is Geralt's last adventure before we pass the torch on to Ciri, and we wanted to go out with a bang. So this chain is a weapon that is new in the game, but many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our Red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Latin. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Latin is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests, new monsters, adventures, and exploration, just like the things that Witcher fans love. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Well, good thing we got one of those. All right. Well, I imagine we can expect all the upgrades we heard about for the remastered. That will roll across all the expansions, including Songs of the Past. Absolutely, yes. All right. Awesome. Well, I love the idea that you guys are doing this. And one last thing I wanted to ask you about. You have some news for people about the other expansions as well, right? Yes. So this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for... Spielt euch jetzt nicht, wenn im Monat die bessere Version rauskommt. Just giving away all the free stuff tonight. It's the coolest part of the job, I guess. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow. Well, I got to say, a lot of amazing Witcher news today. Thank you very much, Miles, for joining us, and we'll see you at the booth. Thank you. All right, Miles from CDPR. Congratulations. All right, and that is going to do it for ONL 2026, but that is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026, where we will celebrate the best of the year, crazy year, and see what's next with a lot of brand new game announcements and surprises from the world's top game development studios. It's been another great opening night live, and before we go, of course, we got to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Thank you. Didn't you do such a great job? Thank you so much, Jeff. Thank you so much for having me once again, and what an amazing show. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Ja. Wenigstens die Muggelbuch. Ja. Naja, aber ich meine, also war ja grandios. War ja eigentlich nicht viel, was sich wiederholt hat von dem anderen Ding, ne? Ja, außer Final Fantasy gelöt, ne? Aber das wird, glaube ich, auch so lange irgendwie drauf rumgeritten, bis der Bums endlich komplett Release ist und alles gedaddelt haben und das Thema dann eigentlich mal durch ist, ey. Naja, machen sie ja neu dann, ne? Machen sie ja neu. War ja Ja, machen sie vom Remaster. Und gibt's naja, das nicht, naja, das nicht unbedingt, aber sie können ja aber ein neues machen. Also ich meine, Final Fantasy, das Franchise werden sie ja weiterführen. Ja, aber dann ist es vielleicht mal was wirklich Neues und dann
Ja, aber es wird Das ja war ja nur derselbe, ein Teil, erstmal. es wird ja derselbe Bums sein. Auch wieder irgendwie, ja, ich meine, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich sie irgendwie nie gespielt habe oder so, aber sie hat abgesehen von dieser Demo, von dem anderen Ding, also auch von Final Fantasy Game, das Ja, Ogi, war, Ogi, das war schon klar. Das habe ich doch gesagt, das geht nur von 20 bis 22 Uhr. was glaubst du, wie lange das geht? Ja, im Grunde genommen kannst du ja eh auf diesem hier, wie heißt das, YouTube, kannst du dir eine Zusammenfassung von den Trailern angucken. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich so einschätze, was du so spielst und du gut findest, ich glaube. Und enden dann mit Witcher 3, ja. Das war für mich irgendwie auch tatsächlich die beste Ankündigung. Außer halt, hier, wie heißt das, Rainbow Six Tactics fand ich auch, sah auch gut aus. XCOM mit Rainbow Six. Aber es ist halt Singleplayer. Ich weiß nicht, ob ich das so intensiv spielen würde. Und ich weiß auch nicht, ob das an Jagged Alliance 3 rankommt. Von dem Spice. Also die werden ja, diese ganzen Operator von Six werden ja nicht so divers und unterhaltsam sein wie die von Jagged Alliance 3. Obwohl die auch nicht so. Irgendwie war das bei Jagged Alliance 2 noch besser. Also für mich sah das schon sehr nach der XCOM-Basismechaniken irgendwie aus. Ja, klar, so sehe ich ja dieses, wie heißt das Ding, Zero Company ja auch aus. Also das Ja. ist halt immer so dieses. Warhounds geht ja auch in die Richtung. Was mich halt ein bisschen daran stört, ist, dass du halt keine Turn-based. Nee, du hast ja keine richtigen Stealth-Mechaniken in dem Sinne, so wie es halt bei JA der Fall war, wo dann halt Bei gezielt. Warhounds. Ja, also bei XCOM selber auch nicht. Also es gibt zwar, oder ich glaube bei XCOM gab es die Möglichkeit, dass du irgendwie kurz irgendwie unsichtbar warst und konntest dich dann halt sozusagen irgendwie in die Nähe von Gegnern bewegen, aber eigentlich war es so, sobald irgendein Gegner dich dann irgendwie gesehen hat, dann war die ganze Truppe in Anführungsstrichen schon alarmiert und dann ging das Geballer auch schon los. Also es war jetzt nicht so, dass du wie bei JA, dass du dann gestellt da jemanden ausknipst und dann halt nichts weiter passiert, sondern dass halt also peu à peu die Leute einfach ausschalten kann. Das ist da halt nicht gegeben. So. Sukzessive, sagt man. Step by Step. Schritt für Schritt. Genau, so sieht's aus. Ja, okay. Also im Grunde genommen hast du nichts verpasst, würde ich sagen. Außer diese eine Co-Host-Frau aus den Niederlanden. Genau. Ja. War jetzt. Aber ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was da kommen sollte, was mich wirklich wegbläst. Also irgendwie erwarte ich nichts. Ja, selbst wenn die jetzt From Software neu spielen ankündigen, wüsste ich jetzt auch nicht, was da Boah, kommen ich weiß sollte. nicht, Doch, 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 wenn's ein doch. Dark Souls Doch. 4 werden würde, ich würde schon ein Ja, bisschen Jucken in der Hose ja. kriegen. Ja. Ja, aber geil wäre richtig geil. Also eine Sache, wenn die Bloodborne endlich mal, wenn die Bloodborne für PC, wird nicht passieren. Sony zieht ja die Spiele gerade vom PC halt wieder zurück, beziehungsweise wird ja keine großen Titel mehr auf PC releasen. Aber Bloodborne auf dem PC in zeitgemäßer Technik, also mit Unlocked Framerate. Also, oh Gott, das wäre geil. Ja, aber das wird wohl Ja, nicht ich mehr hätte lieber ein passieren. Dark Souls 4. Ja, kommt nicht mehr. Dark Souls abgeschlossen. Muss Elden Ring spielen. Elden Ring 2 vielleicht. Hm. Ja gut, für die Gamescom gibt es für mich zumindest noch einen Stream am Freitag, den ich mir auf jeden Fall angucken werde. Das über irgendein Schießspiel erzählen. Genau, das ist dann von Madfinger Games. Und da reden sie dann halt über das kommende Update von Grey Zone. Das wird schon sehr interessant. Ja, du und 5 andere Leute werden sich das sicherlich angucken wollen. Mhm. Und Oggi vielleicht, aber kommt wahrscheinlich auch wieder erst 5 Minuten bevor es vorbei ist. Ne, Grey Zone hat ja mittlerweile halt den Meilenstein von 1,5 Millionen verkauften Kopien.
Ja, verkauft. So, spielt ja keiner. Was? 2652 Leute spielen es gerade. Siehst du? Ja. Der All-Time-Peak war 72,5K. 2,3 Jahre ago. Mhm. Ist trotzdem ein gutes Spiel. Ja. Das sehen du und ungefähr 2600 Leute aus. Das sehen so ich und 72.000 Leute. Beziehungsweise 1,5 Millionen Leute so. Ne. Musst du halt hier den All-Time-Peak, da ziehst du jetzt kannst du fast 70.000 abziehen. 70.000 Leute finden das Spiel nicht mehr gut. Nur noch 2.600 sind übrig geblieben. Ja, das wird sich noch wieder ändern. Mit dem Das nächsten wird wahrscheinlich Update. noch weniger werden. Nö, also erfahrungsgemäß kommt mit jedem Update wieder ein neuer Schwung Leute dazu. Ja, es sieht auch ein bisschen wellenförmig aus. Aber ich glaube, es ist immer die Uhrzeit. Ne? Ja. Also gegen 20 Uhr, 22 Uhr spielen die meisten Leute. Um 6 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens spielen nur 1300. Ja, sind wir durch, ne? Würde ich sagen. Mhm. Sind wir. Dazu gibt es ja letztendlich wirklich nicht viel zu sagen. Weil da nicht viel Dickes war. Nee, leider nicht. Ja, von daher. Warten wir mal weiter auf gute Spiele und spielen derzeit die Tausenden, die wir haben und noch nicht gespielt haben. Ja, ich wollte überlegen, was mich jetzt irgendwie besonders beeindruckt hätte, aber. Oder welche Art von Games jetzt da noch irgendwie kommen könnten, sollten. Grey Zone Warfare 2. Genau. 1 ist noch nicht mal released. Haben direkt mal mit 2 weitergemacht. Ja, die müssen neue Verkäufe generieren. Die aktuell machen ja keine Kohle oder haben die Ingame Shop. Nein. Siehste. Also, zweiter Teil. Dann müssen wieder 1,5 Millionen Leute das kaufen und dann kriegen die auch wieder Geld. Mhm. Also, Oggi, bitte achte auf den Schutz deiner Privatsphäre und halte dich an die Community-Richtlinien, ne? Nur damit du es mal gehört hast. So nämlich. Alles klar, Leute. Dann noch einen angenehmen Abend. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir machen das abends. Tschüss. Tschüss.